MZ ES 150 hat ein sogenanntes Vollschwingenfahrwerk. Das bedeutet, dass sie hinten eine Schwinge hat und vorne hat sie auch eine Schwinge. Ich finde dieses Fahrwerk auch nach heutigem Standard sehr gut fahrbar. Vorne hat es einen Federweg von 150 mm und hinten von 100 mm. Das reicht immer noch dicke. Eine technische Besonderheit ist, dass bei diesem Federweg die Lagerung nur eine sehr geringe Verdrehung macht. Ihr könnt das hier sehen. Und das ist meiner Meinung nach der Grund, warum diese Schwinge nicht mit Fett geschmiert wird, sondern mit Öl. Und hier kommen wir nun zu dem leidigen Thema, das viele ES-Fahrer plagt, nämlich undichten Schwingen. Das bedeutet, dass an den Schwingen Öl ausläuft und hässliche Pfützen hinterlässt. Im folgenden Video könnt ihr sehen, wie ich versucht habe, diese Undichtigkeit zu beseitigen. Es soll keine Anleitung sein, sondern stellt eine Dokumentation dar, wie ich gearbeitet habe. Ich fordere niemanden auf, das so nachzumachen. Zu allen Reparaturen an meinen MZ-Motorrädern konsultiere ich vorher die zur Verfügung stehenden Reparaturhandbücher. Diese Arretierschrauben hier fixieren den Achsbolzen gegen Verdrehung. Der Achsbolzen muss beim Anziehen dieser Schrauben eine bestimmte Stellung haben. Deshalb markiere ich nun mit einem Stift die horizontale und Einbaurichtung für den späteren Zusammenbau. Die Arretierschrauben müssen nicht komplett herausgeschraubt werden. Wie schon in einem meiner früheren Videos gezeigt, darf der Achsbolzen nun nicht durch Schlagen herausgetrieben werden. Besser ist es, man zieht ihn heraus mit schrittweisem Unterlegen von Distanzhülsen oder, wie ich es hier tue, mit meinen Ringschlüsseln. Wenn der Achsbolzen gut läuft, kann man ihn ab einer bestimmten Stelle dann einfach so herausziehen. Hier seht ihr meinen Achsbolzen. An einer Seite ist die Lagerfläche schon etwas korrodiert. Das war schon vor 3 Jahren so. Aber er ist noch verwendbar, da die Fläche nicht rundherum so beschädigt ist. Nun kommen wir zum Kern dieses Videos und warum ich überhaupt nochmal ein Video über die Schwingenlagerung mache.
Ich hatte ja bereits eins gemacht, wo ich die hintere Schwinge gezeigt habe. Und damals habe ich Dichtringe verwendet, die Innendurchmesser 14 und Stärke 2 mm haben. Diese Ringe ließen sich im Grunde nicht zerstörungsfrei einbauen, weil sie zu dick waren. Ich ging aber davon aus, dass es die richtigen seien. Diesmal verwende ich dünnere Ringe, also Innendurchmesser 14 und Stärke 1,5 und hoffe damit auf ein besseres Ergebnis. In der mittleren Aufnahme des Achsträgers haben sich schon so manche Gummireste angesammelt. Ich reinige diese Stelle also und später schmiere ich es wieder mit Fett ein, damit es dort nicht zu einer Korrosion kommt. Jetzt prüfe ich die Qualität dieser Lagerung, also ob der Achsbolzen noch spielfrei in der mittleren Lagerung als auch in den äußeren Lagerstellen sitzt. In der mittleren Lagerung habe ich ein ganz leichtes Spiel drin, aber ich glaube, das ist in Ordnung. In den äußeren Lagerungen sitzt der Bolzen sehr gut, trotz der Korrosion, die ich vorher gezeigt habe. Als Korrosionsschutz schmiere ich den Bolzen nun mit etwas Fett ein und setze ihn so wieder in den Achsträger ein. Erst jetzt setze ich die Dichtringe ein. Das hat den Vorteil, dass ich die Dichtringe nicht durch den kompletten Achsträger hindurchjage. Um sie beschädigungsfrei einzubauen, decke ich das scharfkantige Gewinde mit etwas Isolierband ab. Die Gummiringe rutschen problemlos in die Lagerstellen ein.
Die Mutter beim Schmiernippel ist die, die als erstes angesetzt und bis auf Anschlag festgeschraubt werden muss. Ich verwende auch einen neuen Schmiernippel, damit er absolut dicht ist. Wichtig ist, dass dieser Schmiernippel einen runden Kopf hat und nicht abgeflachte Stellen, so wie die heutigen Schmiernippel. Nur so lässt sich das Öl später mit einer Fettpresse eindrücken. Jetzt richte ich die Achse aus, entsprechend meiner vorher angebrachten Markierung. So treffen die Fixierschrauben wieder exakt auf ihre Flächen. Jetzt, wenn die Achse gegen Verdrehen gesichert ist, kann ich die linke Mutter auch fest anziehen. Die Fixierschrauben dürfen nicht zu fest angezogen werden, sonst drückt man die Hohlachse nämlich zusammen. Jetzt kommt die rechte Mutter drauf. Dabei ist zu beachten, dass dies eine Einstellmutter ist. Man muss sie also gar nicht fest anziehen, sondern nur so weit, dass das Spiel aus der Achse rausgenommen ist. Danach wird sie mit einer zweiten Mutter gesichert. In meinem letzten Video zur Schwinge bin ich nicht so sehr darauf eingegangen, wie man eigentlich das Öl in die Schwinge reinbekommt. Da habe ich mittlerweile etwas aufgerüstet mit dieser alten Fettpresse. Diese kann man auch mit Öl füllen. Ich fülle sie mit altem Getriebeöl, wie ihr jetzt gleich sehen könnt. Die ganze Prozedur ist etwas schmierig und schmutzig, deshalb lege ich da wieder meine Wanne drunter. Vor lauter Aufregung habe ich dann vergessen, auf den Aufnahmeknopf zu drücken, als ich die vordere Schwinge füllte. Deshalb zeige ich euch das jetzt noch an der Hinterschwinge. Ihr seht, ich pumpe da einfach seitlich das Öl rein, bis es an einem Spalt rauskommt oder schlussendlich der Gegendruck so hoch wird, dass ich nichts mehr nachpumpen kann. Nach der ersten Probefahrt zeigte sich meine Achse dicht. Das gab es noch nie und macht mich sehr hoffnungsvoll. Ich werde euch informieren, ob es auch so geblieben ist. Bis bald!